Was wäre, wenn deine Katze versucht, dir etwas Herzzerreißendes zu sagen und du es einfach übersiehst? Jeden einzelnen Tag bettelt deine Katze leise um 5 einfache Dinge. Und wenn du diese richtig umsetzt, könnte das alles an der Beziehung, die du zu ihr hast, verändern. Lass uns also aufschlüsseln, worauf deine Katze gewartet hat, dass du es endlich verstehst. Also gut, fangen wir mit etwas an, das wir alle schon gesehen haben. Du kommst nach Hause und da ist deine Katze, die wie ein winziger, pelziger Wasserspeier auf dem Kühlschrank thront. Schon wieder. Oder vielleicht hat sie dein höchstes Bücherregal erklommen und auf dem Weg nach oben ein paar Dinge umgeworfen. Es ist so einfach, das als reinen Unfug abzutun, oder? Aber die herzzerreißende Wahrheit ist viel einfacher. Deine Katze versucht nicht, unartig zu sein. Sie versucht, sich sicher zu fühlen. Das ist unser erstes herzzerreißendes Bedürfnis, ein verzweifeltes Bedürfnis nach vertikalem Raum. In der Wildnis nutzten die Vorfahren einer Katze Bäume und hohe Felsvorsprünge, um sich vor Raubtieren zu schützen und ihre nächste Mahlzeit zu erspähen. Dieser mächtige Instinkt verschwindet nicht einfach, nur weil sie in einem gemütlichen Zuhause mit einem Futternapf leben. Für eine Wohnungskatze ist eine Welt ohne hohe Plätze eine flache, zweidimensionale Landschaft, in der Bedrohungen wie der Staubsauger oder ein anderes Haustier von überall herkommen könnten. Es ist ein Zustand ständiger Verletzlichkeit. Wenn deine Katze klettert, benimmt sie sich nicht daneben. Sie erschafft sich eine dreidimensionale Welt, in der sie das Gefühl hat, die Kontrolle zu haben. Verhaltenstierärzte werden dir sagen, dass vertikaler Raum kein Luxus ist. Er ist eine Grundvoraussetzung für die geistige Gesundheit einer Katze. Ihnen dies zu verwehren, ist, als würde man einem Vogel den Himmel verweigern. Ohne Klettermöglichkeiten kann sich eine Katze exponiert und gestresst fühlen, was zu Problemen wie Aggression oder ständigem Verstecken führen kann. In Haushalten mit mehr als einer Katze ist vertikales Territorium noch wichtiger. Es ermöglicht ihnen, ihre eigenen Zonen zu schaffen und Konflikten zu entgehen, was Frieden anstelle von Kämpfen fördert. Die Lösung ist schmerzhaft einfach. Du musst dein Haus nicht in einen Dschungel verwandeln. Ein solider Kratzbaum an einem Fenster, ein paar Wandregale oder sogar nur das Freiräumen der Oberseite eines Bücherregals können die Welt deiner Katze komplett verändern. Es gibt ihr einen sicheren Platz, um ihr Königreich zu überblicken, einen sicheren Rückzugsort und ein Ventil für das tiefe Bedürfnis zu klettern. Wenn du diese Räume zur Verfügung stellst, rettest du nicht nur deine Einrichtung. Du sagst deiner Katze, dass du ihr Bedürfnis nach Sicherheit siehst und es respektierst. Du gibst ihr ein Stück ihrer wilden Seele zurück. Okay, stell dir das vor. Du schwenkst einen Laserpointer und deine Katze dreht total durch, jagt diesem kleinen roten Punkt mit erstaunlicher Konzentration hinterher. Es scheint das perfekte Spiel zu sein. Aber hast du jemals bemerkt, was passiert, sobald du ihn ausschaltest? Manchmal wirkt die Katze hektisch, oder? Sie sucht immer noch, springt vielleicht sogar auf deine Füße. Und genau da liegt unser zweites herzzerreißendes Bedürfnis, das Bedürfnis, die Jagd abzuschließen. Katzen sind mit einer festen Raubtiersequenz programmiert: Lauern, jagen, stürzen und töten. Dieser Zyklus ist ein riesiger Teil ihrer Psychologie. Wenn du nur einen Laserpointer benutzt, lauert und jagt deine Katze, aber der Zyklus wird nie beendet. Sie kann den Punkt niemals fangen. Die Beute löst sich einfach in Luft auf. Das kann sie frustriert und ängstlich zurücklassen, wie eine Geschichte ohne Ende. Hier geht es nicht nur ums Spielen, es geht darum, einen Kernaspekt ihrer Identität zu befriedigen. Für Wohnungskatzen ist die Spielzeit ihr Job. So jagen sie. Wenn diese Jagd immer mit einem Misserfolg endet, kann die aufgestaute Energie in destruktiven Verhaltensweisen wie dem Kratzen am Sofa oder Aggressionen zum Vorschein kommen. Was ist also die Lösung? Lass das Spielen nicht sein, sondern ändere, wie du spielst. Das Geheimnis ist, am Ende des Spiels einen greifbaren Fang zu ermöglichen. Ein Spielstab mit Federn oder einer Maus am Ende ist dafür perfekt. Lass deine Katze jagen und sich darauf stürzen und während der Spielrunde lass sie es tatsächlich fangen. Lass sie es halten, beißen und diesen Killerschüttler machen. Nach dem letzten Fang des Tages gib ihr ein kleines Leckerli. Dies vervollständigt die Jagd-, Fressen-, Pflegen-, Schlafen-Sequenz, die einer Katze ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit gibt. Diese kleine Änderung in deiner Routine kann einen riesigen Unterschied machen.
Sie gibt ihnen ein gesundes Ventil für ihre Raubtierinstinkte, reduziert Stress und stärkt ihr Selbstvertrauen. Du bist nicht länger der Hüter des frustrierenden roten Punktes, du bist ihr vertrauenswürdiger Jagdpartner. Wenn du anfängst, deine Katze in einem neuen Licht zu sehen und diese Einblicke dir helfen, ihre Welt ein wenig besser zu verstehen, nimm dir bitte einen Moment Zeit, um zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dir zu helfen, eine tiefere, liebevollere Bindung zu deiner Katzenfamilie aufzubauen, und deine Unterstützung ermöglicht es uns, weiterhin Inhalte zu erstellen, die einen echten Unterschied machen. Wir alle kennen das. Ein lautes Geräusch, Gäste kommen an und puff, deine Katze verschwindet. Vielleicht unter das Bett oder in einen dunklen Schrank. Unser erster Instinkt ist es, ihr nachzugehen, oder? Sie mit sanfter Stimme und einem beruhigenden Streicheln hervorzulocken. Aber damit machst du es vielleicht noch viel schlimmer. Das offenbart unser drittes herzzerreißendes Bedürfnis. Ein wirklich sicherer, unantastbarer Rückzugsort. Katzen sind sowohl Raubtiere als auch Beutetiere. Und diese einfache Tatsache prägt ihre gesamte Welt. Weil sie auch Beutetiere sind, schreit ihr Instinkt, dass es gefährlich ist, verletzlich zu sein. Sich zu verstecken bedeutet nicht, dass deine Katze unsozial ist. Es ist ein lebenswichtiger Bewältigungsmechanismus. Wenn eine Katze Angst hat, krank ist oder sich überfordert fühlt, ist ihre erste Verteidigung, sich in einen kleinen, dunklen, geschlossenen Raum zurückzuziehen, wo sie sich unsichtbar fühlt. Der herzzerreißende Teil ist, wenn wir mit den besten Absichten in dieses Refugium eindringen. Indem wir versuchen, sie herauszuziehen oder auch nur hineingreifen, um sie zu streicheln, sagen wir ihr, dass ihr sicherer Ort gar nicht sicher ist. Wir bestätigen versehentlich ihre Angst, dass es keinen Ort gibt, an den man wirklich fliehen kann. Das kann ihren Stress in die Höhe treiben und zu Gesundheits- und Verhaltensproblemen wie übermäßigem Putzen oder der Vermeidung des Katzenklos führen. Diesen Zufluchtsort zu schaffen, ist eines der einfachsten und liebevollsten Dinge, die du für deine Katze tun kannst. Er muss nicht schick sein, ein einfacher Pappkarton schlägt oft ein teures Katzenbett. Die wichtigste Regel lautet, dieser Ort gehört ihr und nur ihr allein. Es ist ein Ort, an dem sie niemals gestört wird. Kein Hineingreifen, kein Herausziehen, keine Ausnahmen. Platziere ihn in einem ruhigen Teil des Hauses, vielleicht erhöht, da Höhe eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Indem du diese eine Grenze respektierst, gibst du deiner Katze ein mächtiges Werkzeug, um ihren eigenen Stress zu bewältigen. Du bietest einen Zufluchtsort, an dem sie sich entspannen kann, in dem Wissen, dass sie die volle Kontrolle hat. Es ist ein stilles Versprechen, dass du ihr Bedürfnis nach Freiraum verstehst und dass du ihren Frieden schützen wirst. Dieser einfache Akt baut enormes Vertrauen auf. Für die meisten von uns ist das Füttern der Katze einfach. Futter schaufeln, Napf füllen, weggehen. Es ist sauber, es ist einfach und es erledigt die Aufgabe. Aber was, wenn dieser einfache Napf voll Futter versehentlich ihr Gehirn verhungern lässt? Das bringt uns zu unserem vierten herzzerreißenden Bedürfnis, dem Bedürfnis, ihr Gehirn beim Fressen zu beschäftigen. In der Wildnis geht eine Katze nicht zu einem Buffet. Sie verbringt einen großen Teil ihres Tages damit, bei der Jagd Probleme zu lösen. Der ganze Prozess ist ein Training für Körper und Geist. Wenn wir das Futter einfach in einen Napf werfen, nehmen wir ihr die ganze Arbeit ab. Wir decken ihren Kalorienbedarf, aber lassen ihre kognitiven Bedürfnisse ungestillt. Eine gelangweilte Katze ist oft eine unartige oder depressive Katze. Dieser Mangel an geistiger Stimulation kann dazu führen, dass sie aus Langeweile frisst und zunimmt, oder er kann sich in destruktivem Verhalten zeigen, während sie nach einer Herausforderung sucht. Die herzzerreißende Wahrheit ist, dass eine Katze, die nur aus einem Napf gefüttert wird, ein Leben der Monotonie führt, in dem eine ihrer wichtigsten natürlichen Verhaltensweisen völlig sinnlos gemacht wird. Die Lösung ist, die Fütterungszeit wieder in ein Spiel zu verwandeln. Hier kommen Futterpuzzles ins Spiel. Das sind Spielzeuge, bei denen deine Katze stupsen, schieben oder graben muss, um an ihr Futter zu kommen, was die Herausforderung der Jagd nachahmt. Du kannst sie kaufen oder selbst welche aus Dingen wie einem Eierkarton oder einer Pappröhre mit Löchern basteln. Das Verteilen von Nassfutter auf einer Schleckmatte verlangsamt ebenfalls das Fressen und bietet Stimulation. Du kannst auch kleine Mengen ihres Futters im Haus verstecken und sie so ermutigen, mit ihrem starken Geruchssinn auf Futtersuche zu gehen. Das passt auch zu ihrem natürlichen Instinkt, mehrere kleine Mahlzeiten am Tag zu fressen, statt einer oder zwei großen.
Indem du deine Katze für ihr Futter arbeiten lässt, gibst du ihr eine entscheidende geistige Bereicherung. Du bekämpfst Langeweile, hilfst bei der Gewichtskontrolle und lässt sie die kluge Jägerin sein, als die sie geboren wurde. Du verwandelst die Fütterungszeit von einem 2-Minuten-Ereignis in einen lohnenden Teil ihres Tages. Katzen haben den schlechten Ruf, distanziert und unabhängig zu sein, richtig? In einer Minute wollen sie kuscheln, in der nächsten wollen sie in Ruhe gelassen werden. Da ist es leicht zu denken, sie lieben ein Leben ohne Regeln. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dies ist unser letztes und vielleicht überraschendstes herzzerreißendes Bedürfnis, das Bedürfnis nach einer vorhersagbaren, konsistenten Routine. Katzen sind Gewohnheitstiere. Sie gedeihen in Vorhersehbarkeit, denn Vorhersehbarkeit bedeutet für sie Sicherheit. Zu wissen, wann es Futter gibt, wann Spielzeit ist und wann Ruhezeit ist, gibt ihnen eine Struktur, die ihre Angst schmelzen lässt. Wenn ihr Leben chaotisch ist, zufällige Fütterungszeiten, sporadisches Spielen, aufgedrängte Zuneigung, erzeugt das ein tiefes Gefühl der Instabilität. Sie wissen nicht, was sie von der Welt oder von dir erwarten sollen. Der herzzerreißende Teil ist, dass eine Katze, die im Chaos lebt, sich nie wirklich entspannen kann. Sie könnte ängstlich werden, was zu Verhaltensweisen wie Kratzen oder ständigem Miauen führt. Sie könnte in einem Moment anhänglich und im nächsten distanziert wirken, weil sie einfach versucht, sich in einer unvorhersehbaren Welt zurechtzufinden. Ihre Distanz ist vielleicht keine Unabhängigkeit, sondern eine Abwehr gegen Inkonsistenz. Eine Routine aufzubauen ist ein starker Akt der Liebe. Es geht darum, kleine, beständige Rituale zu schaffen, die den Tag deiner Katze strukturieren. Feste Fütterungszeiten sind ein Eckpfeiler dieser Routine. Genauso wie geplante Spielsitzungen, idealerweise einmal morgens und einmal abends, um ihren natürlichen Energiezyklen zu entsprechen. Selbst wie du mit ihr interagierst, kann ein Teil davon sein. Begrüße sie auf die gleiche ruhige Weise, wenn du nach Hause kommst. Hab eine feste Zeit für ruhiges auf dem Schoß sitzen. Diese Beständigkeit schafft unglaubliches Vertrauen. Sie sendet eine klare Botschaft. Du bist sicher. Deine Bedürfnisse werden erfüllt. Diese Welt ist stabil. Sie erlaubt deiner Katze, sich keine Sorgen mehr zu machen und einfach selbstbewusst zu leben. Indem du eine vorhersagbare Routine schaffst, sprichst du mit deiner Katze in der Sprache, die sie am besten versteht, der Sprache der Verlässlichkeit. Du wirst zur beständigen, beruhigenden Präsenz in ihrer Welt.